Herzlich willkommen in der Kidsbox. Wir machen heute einen Geldbeutel aus einem Tetrapack. Das erste, was ihr dafür machen müsst, ist natürlich die Milch leer trinken. Mustafa, das ist dein Job. Nein, ich will nicht. Doch. Nein. Doch. Kein Bock. Wir können das nicht basteln, wenn du das nicht machst. Nein, ich kann nicht. Jetzt trink doch das Ding leer. Voll eklig. Ist doch wohl kein Problem. Für unseren Geldbeutel brauchen wir ein Tetrapack. Das muss nicht nur Milch sein, das kann genauso gut irgendein Saft sein. Ein Schneidebrett, ein Messer, 2 Scheren. Wir nehmen hier eine normale und, wenn ihr habt, eine Nagelschere. Einen Meterstab und, wenn ihr möchtet, zum Verschönern ein paar Aufkleber. Und ein Lappen oder ein Tuch. Als erstes braucht ihr euer Tetrapack und euer Messer und schneidet jetzt den Boden des Tetrapacks ab. Wenn ihr den Boden abgeschnitten habt, öffnet ihr den oberen Teil. Ihr könnt den ganzen Tetrapack flach drücken und schneidet dann mit der Schere hier den oberen Teil des Tetrapackes ab, der das Ganze zusammenhält. Nun sieht man schon, es tropft wunderbar raus. Dafür nehmen wir unser Tuch und reinigen das gut von innen. Und natürlich auch hier. Wenn es drinnen getrocknet ist, legt ihr das Tetrapack vor euch und faltet es runter und drückt die Seiten hier flach. Nun nehmt ihr die Seiten hier und faltet die bis zu dem Strich. Nochmal drüber walzen. Kannst du mir einen Stift holen? Wenn ihr den Teil habt, einfach umdrehen und das Ganze nochmal zurückbiegen. Einmal aufhalten, nun sieht das Ganze so aus. Nun nehmen wir den Teil hier in der Mitte, drücken den hinab und führen die beiden Enden zusammen. Jetzt müsste das Ganze bei euch so aussehen. Dann wird nochmal ordentlich flach gedrückt. So, nun kommt unser Metermaß ins Spiel oder euer Lineal. Ihr messt jetzt den Teil, den es bis quasi hier zum Deckelende hat. Bei mir sind es gute 4 cm, da geben wir nochmal 3 cm dazu. Dann sind wir bei knappen 7 cm. Die 7 cm merken wir uns, drehen das Ganze um und zeichnen bei 7 cm hier unten einen Strich ein. Auf beiden Seiten. Nun nehmt ihr eure Schere und schneidet den Teil hier rein auf allen 4 Seiten. Nur bis zur Markierung. Auf der anderen Seite ebenso. Jetzt könnt ihr hier wieder aufklappen und faltet einfach die 2 Teile, die ihr gerade rausgeschnitten habt, nach oben und schneidet sie ab. Jetzt sieht das Ganze so aus. Ihr könnt jetzt hier Rundungen reinschneiden. Entfernt den Deckel. Jetzt müssen wir den Teil hier rückwärts bis hierhin falten. Ich zeige es euch gerade mal. Mit der Öffnung nach unten, nach oben falten und jetzt der Teil, wo wir rausgeschnitten haben, muss parallel mit dem Oberteil unseres zukünftigen Geldbeutels gefaltet werden. Nehmt ihr den Teil hier und stopft den einfach in die erste Tasche des Geldbeutels rein. Eigentlich haben wir jetzt schon fast den Geldbeutel. Wir nehmen jetzt unsere Öffnung hinunter und drücken hier mal ein paar Mal drauf, so dass sich
der Verschluss abzeichnet. Da kommt unsere Nagelschere oder unsere spitze Schere ins Spiel und wir schneiden den Verschluss einfach auf. So, einmal rumklappen, schließen und euer Geldbeutel aus dem Tetra Pak ist fertig. Super nachhaltig, echt cool. Da glaube ich tatsächlich jeder einfach mal so einen Tetra Pak zu Hause hat. Auch weder Kleber noch sonstige Geschichten. Was ihr jetzt natürlich noch machen könnt, sind Aufkleber drauf. So, Deckel zu. Dann war es das heute. Ich gehe jetzt einkaufen mit dem Geldbeutel. Wir brauchen natürlich eine Milch. Der Mustafa hat alles leer getrunken. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. So, Mustafa, komm, wir gehen einkaufen. Mustafa, geht's dir gut? Alles okay? Ja, Komm mal von dem Klo runter. Mustafa! Und natürlich auch hier Sauerei. Wenn es drinnen trocken ist, wenn es drinnen kannst du mir einen Stift holen? Bin ich gerade selbst durcheinander gekommen. So, der Teil rein, der Teil raus, der Teil raus. Nee, das stimmt. Das habe ich auch genau falsch rum gemacht. Und eigentlich haben wir jetzt schon fast ein Geldbeutel.